Hey Leute, was geht ab? Ich habe hier in meiner Hand das neue King Bolen EDIAC Elite Diagnose Tool und ich wünschte, ich hätte das Gerät schon vor Jahren gehabt. Denn das ist kein klassisches Fehlerlese- und Löschenteil, sondern eins, mit dem man richtig tief ins Auto reingehen kann. Mehr dazu gleich. Wie bei allen anderen OBD-Steckern wird auch dieses hier einfach hier angeschlossen. Er hat zwei LED-Leuchten und gibt zusätzlich Feedback mit einem Signalton. Der Betrieb läuft bequem über die EDIAC-App und ich zeige euch mal ein paar Funktionen. Wir starten mit der ersten Funktion, alle Systeme Diagnose. Hier erkennt das Gerät die VIN automatisch und zeigt sogar die letzten 3 Autos an, die man gescannt hat. Jetzt klicke ich hier auf Schnelltest, um einfach mal ohne manuelle Auswahl im Schnellzugang das System zu prüfen. Und ich hatte tatsächlich einen Fehlercode, der mir aber nur hier über dieses Tool angezeigt wird. Also im Alltag sieht man den Code nicht. Liegt doch wahrscheinlich an den LED-Leuchten, obwohl ich auch einen Campus-Adapter angeschlossen habe. Man kann nach dem Code nun googeln oder eine PDF generieren, das man später nochmal anschauen kann. Und was mir besonders gefallen hat, hier unten gibt es einen Button Sync GPT. Da kann man dann sofort einsehen, was man dagegen tun kann. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Anzeige vorerst auf Chinesisch ist, aber später unter den Berichten wird das auch auf Deutsch angezeigt. Hier meine Berichte, die ich bisher gespeichert habe. Ich gehe mal auf den untersten Fehlercode. Da kann man dann jederzeit einsehen, die PDF aufrufen und unten auf SyncGPT, wie eben erwähnt, kann man dann auf Deutsch sehen, welche Schritte man einzeln überprüfen kann, um das Problem eventuell zu lösen. Um euch nun einen kleinen Einblick zu geben, was man alles auslesen kann, gehe ich mal wieder auf alle Systeme Diagnose und wähle hier den Demo-Modus aus. Schaut euch mal an, wie viele Funktionen hier angezeigt werden. Ich habe es bisher genutzt für zum Beispiel Glühkerzen wechseln. Hätte ich das Tool vorher gehabt, hätte ich auch überprüfen können, ob die Glühkerzen überhaupt fällig sind. Oder ich habe auch verschiedene Werte wie Luftmasse oder Injektoren ausgelesen. Wichtig wäre auch beim Bremsenwechsel, dass ich auch danach Bremskraft überprüfen kann. Das kann ich jetzt mit dem Tool. Und was man auch machen kann, sind sogar die Kolben ein- und ausfahren bei elektronischer Parkbremse. Das konnte ich bisher nur mit Tastenkombination und hier ist es halt bequemer, einfach mit nur einem Klick. Und das würde ich wahrscheinlich auch bei allen anderen Sensoren durchführen. Also bevor ich das wechsle, überprüfe ich jetzt mit diesem Tool, ob sie überhaupt funktionieren oder defekt sind. Und nun zu den weiteren Funktionen. Unter Maintenance Functions, also Wartungsfunktionen, hat man über 15 verschiedene Wartungsmöglichkeiten, zum Beispiel Ölreset, Wegfahrsperre, Bremsenreset, Dieselpartikelfilter aktivieren und so weiter. Aber Achtung, auf jeden Fall nichts für blutige Anfänger, man sollte schon wissen, was man macht. Und zu guter Letzt klassische OBD-Funktion, auslesen und löschen. Und das war es dann auch schon mit der App. Das Gerät zahlt man nur einmal, alle Funktionen sind bereits freigeschaltet und es gibt lebenslange Updates. Also selbst wenn es mal ein Auto mit Baujahr 2030 sein sollte, wird es mit Sicherheit hier dann auftauchen.
So bin ich auch am Ende gelangt und ich hoffe, mein kleiner Einblick hat euch geholfen, einen ersten Eindruck zu gewinnen, um zu sehen, wo man als Laie so ein Gerät einsetzen kann. Ihr seht ja in meinem Kanal, dass ich schon einiges selbst am Fahrzeug gemacht habe. Wie eingangs erwähnt, bin ich froh, jetzt so ein günstiges Teil zu besitzen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.